Doch kein Update morgen, lassen sich wieder Zeit. Ja, das verstehe ich nicht. Also mit dem Ding, mit der Ankündigung, mit der Death Note hatten sie es so eilig gefühlt. Das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Wochen her, oder? Naja, 1,5 Wochen, glaube ich. Hatte man schon Angst, dass innerhalb von kürzester Zeit jetzt das Update einfach so kommt, so voll aus dem Nichts wieder. Jetzt ist dann, wenn es nächsten Donnerstag erst ist, dann waren es dann doch 2,5 Wochen. Das ist nächster Donnerstag, ist dann, morgen ist der 21., ne? 28. Ja, das ist fast Dezember. Also was war meine Schätzung für das Update? Frühestens Anfang Dezember. Mein 28. November fast. Also wenn sie es erst in 2 Wochen releasen, hatte ich recht. Wenn sie es nächste Woche releasen, war ich zumindest, also so nah, wie man nur dran sein konnte. Genau um 1 Woche verschätzt dann. Mal schauen. Ja, also ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlimm, dass es morgen nicht kommt, aber also was ich mich halt von Anfang an gefragt habe, also ich glaube nicht, dass sie das wirklich durchgeplant haben. Ich glaube, die handeln momentan sehr spontan. Ich finde halt, es hat von Anfang an keinen Sinn ergeben, dieser Update-Plan. Erst dieses halbherzige, oh, es läuft noch FEC, aber wir hauen jetzt einfach mal nur, das wollte ich schon New Horizon sagen, wir hauen jetzt einfach mal halbherzig diesen ersten Teil und erzählen auch vor allem niemandem, dass es der erste Teil ist, sozusagen. Hauen quasi diesen ersten Teil von Battle for Madrigal einfach mal halbherzig raus, während FEC läuft. Was ja auch instant negative Presse gemacht hat. Einerseits das mit den Runen, andererseits die Tatsache, dass sie es überhaupt während dem FEC-Store schon released haben. Auch wenn es nur 1 Woche war, hat trotzdem sehr vielen Leuten nicht getaugt, dass sie nicht die 1 Woche noch gewartet haben. Also alles in allem irgendwie voll komisch momentan. Als ob da einer irgendwie im Management oder so hockt und der trifft jede Woche einfach so die most random Entscheidungen. Richtig, richtig weird. Also mein perfekter Plan wäre wirklich gewesen, und die Flive Universe Smartphone App haben sie auch nicht released. Noch nicht. Also mein perfekter Plan wäre gewesen, FEC Ende, dann Halloween-Event, dann 1 Woche später, falls es geklappt hätte, die Smartphone-App. Oder wenn es halt nicht geklappt hätte, Battle for Madrigal Teil 1. Aber halt mit der Ankündigung direkt, dass es auch wirklich nur Teil 1 ist. Oder was heißt Teil 1, aber das andere ist jetzt dieses Zwischen-Update Intermediary, wie sie es genannt haben. Keine Ahnung. Also ich habe das schon mal gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool fände. Battle Against Madrigal. Ich habe das schon mal gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool fände, so ähnlich wie bei WoW. Du hast quasi ein Oberthema. Also bei WoW, die releasen ja immer ein neues Gebiet, Dungeons, alles. Und so weiter. Aber releasen ja nicht alles zeitgleich, sondern die rollen das ja in verschiedenen Patches raus. Also die schießen nicht den gesamten Content in einem Patch raus, sondern ein großes Update und dann folgen mehrere kleine Aufbau-Updates sozusagen, die auf diesem größeren basieren. Und so macht das zum Beispiel Genshin Impact, macht das auch so. Und das finde ich grundsätzlich ganz cool, aber halt nur, wenn es auch so kommuniziert wird. Also was ich halt nicht so cool finde, ist halt, du haust einfach irgendein random Update raus. Dann sind erstmal alle so voll so, fehlt da nicht irgendwie was? So. Und darauf haben wir so lange gewartet. Und dann kommst du Wochen später, gut, es waren nur 2,5 Wochen oder so, aber dann kommst du halt legit, keine 3-4 Wochen später kommst du plötzlich mit, ach ja, das war's gar nicht. Nein, nein, hier, Teil 2. Jetzt kommt Teil 2. Wir haben euch doch nicht enttäuscht, so. Aber warum kommuniziert man das nicht gleich einfach so? Und dann könnte man das auch viel besser aufbauen, so. Also, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wer auch immer für den ihr Marketing und für den ihre Contentplanung verantwortlich ist, er hat keinen blassen Schimmer von Marketing und keinen blassen Schimmer, wie man irgendwie Hype aufbaut oder sonst was. Die agieren so random. Also jeder normale Mensch kündigt das doch einfach in Teilen an und lässt da so ein bisschen Hype
aufbauen. Also zum Beispiel, was es früher mal gab, und da war Fly fast tot, also da muss man wirklich sagen, da war Fly fast tot. Das war kurz nachdem G-Potato pleite gegangen ist und sie G-Potato verkaufen mussten an Webstone. Und sie sich komplett auf Mobile Gaming konzentriert haben. Selbst in der Zeit konnten sie das quasi besser, weil 2014 kam der erste Server, seit 2011 haben sie endlich mal wieder einen neuen Server released. Also der letzte Server war 2011, Juni 2011. Und der nächste Server war dann Dezember 2014. Also da kamen 3 Jahre kein neuer Flive-Server. Und wisst ihr, wie sie es angekündigt haben? Sie haben erstmal nur ein Foto gepostet von, ich weiß gar nicht mehr von was, aber sie haben, später bei Medionica haben sie es auch so gemacht, da haben sie einfach nur ein Foto von so einem Schatten gepostet. Kennt man ja auch von anderen Spielen. Das ist so ganz häufig, das machen die ganz oft so beim Teasern von irgendeinem neuen Content. Posten einfach nur ein Foto von so einem Schatten mit einer Caption so: Ich lauere im Dunkeln und warte euch darauf, euch zu verschlingen. Und das ist so Teil 1. Damit fängst du an. Damit weiß dann plötzlich jeder, da kommt was. Und dann wartest du eine Woche und dann haust du die Ankündigung raus, was es ist. So, euch erwartet dies und jenes am so und so 4. Und dann, bevor es released ist, haust du nochmal kurz davor, ein paar Tage davor, noch ein paar Infos raus und dann kommt's. So. Und Gala aktuell macht einfach morgen Update. Und das war's. Oh, das Update ist scheiße. 2 Wochen später. Wisst ihr was? Noch ein Update. Und keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Also wenn sie es schon so machen, dass sie kleinere Updates releasen, wie gesagt, habe ich nichts dagegen, dann von vornherein einfach ganz anders anfangen. Also erstmal neugierig machen, mit wenig bis keiner Info. Dann ein bisschen anteasern mit einem Datum oder mit einem Plan. Freut euch auf die nächsten 3 Patches, freut euch auf die nächsten 2 Patches, freut euch auf den großen Patch am so und so 4., whatever. Auch noch mit eher wenig Infos. Dann kommen irgendwann mehr Infos, die Death Notes, die sie immer machen. Ich meine, die Death Notes grundsätzlich passen ja. Aber dann halt, wie gesagt, drumherum einfach noch mehr aufbauen. Und vor allem auch gucken, dass man das auf Social Media irgendwie besser rüberbringt. Weil, ich weiß gar nicht, ob sie das mit den Death Notes, müsste ich tatsächlich mal nachschauen. Ich bin halt leider hauptsächlich auf Twitter aktiv, was Social Media angeht. Und sonst sind ja nur Facebook und Instagram leider. Und auf Twitter sind sie eben nicht. Was echt weird ist. Genau. Aber grundsätzlich auch da musst du halt viel mehr raushauen. Also ich meine, wenn ein neues Update kommt von einem Spiel, das sowieso nur 1 bis 2 Updates raushaut pro Jahr, da musst du halt auch viel mehr machen. Also ich meine, ein Post auf Instagram für ein fucking neues Update von Flive, das reicht halt einfach nicht. Da musst du auch viel mehr rausballern. Ist einfach so. So erreichst du ja niemanden. Einfach totally crazy. Ich verstehe den ihren Marketing-Approach überhaupt nicht. Als wüssten sie gefühlt gar nicht, was Social Media und Memes und so überhaupt sind. Und was für eine Macht sie haben. Es gab ja auch mal eine Zeit, weil es jetzt irgendwie auch wieder aufgehört hat, gefühlt. Aber es gab, vielleicht wurden da auch Verbote geäußert oder ein paar Copyright-Klagen eingereicht. Kann natürlich auch sein. Aber es gab mal eine Zeit, da, als diese Mobile-Welle angefangen hat, so vor 5, 6 Jahren, oder sogar noch länger, keine Ahnung. Aber so diese ganzen Gacha- und Mobile-Games, dass es anfing, die machen ja teilweise so Fake-Werbung. Also das ist natürlich auch nicht gut, wenn du dann Werbung machst von einem Spiel, das eigentlich gar nicht existiert so. Das meine ich jetzt natürlich nicht. Das ist natürlich absoluter Scam. Aber was ich mal gesehen habe, waren so Spiele, die wahrscheinlich gesehen haben, okay, ihre Werbung schlägt überhaupt nicht an. Kein Schwein interessiert sich dafür. Und dann haben sie irgendwann einfach angefangen, Memes zu posten über ihr eigenes Game. Und haben dann halt einfach selber Memes über ihr eigenes Game erstellt und es so ein bisschen aufs Korn genommen. Und was haben Memes für eine Eigenschaft? Memes kriegen in der Regel relativ viele Likes und Interaktionen einfach, weil es halt lustig ist und so, weil es halt nicht einfach nur
hier sind die Patch Notes 13.0. Liest sich ja keiner durch, der sich nicht für das Spiel interessiert oder das Spiel noch nicht spielt. Kriegt also eher weniger Reaktionen, weniger Interaktionen. Aber wenn du halt ein Meme postest, einfach nur ein lustiges Meme, dann kriegst du halt viel mehr Reichweite. Und mehr Reichweite bedeutet ja letztendlich einfach auch Werbung. Und natürlich solltest du dein Game nicht komplett runter machen. Das natürlich nicht. Aber so leichte Jokes, seichte Jokes und so kann man ja machen. Oder einfach generell mehr Posts über das Game an sich machen. So, werft einen weiteren Blick auf den neuen Dungeon zum Beispiel. So sieht der neue Dungeon aus. Oder was wir auch machen könnten, wäre jetzt zum Beispiel, könnt ihr erraten, wie der neue Boss aussieht. Und dann machen sie einen Schatten von dem Boss. Gut, wenn es der Kraken ist, weiß jeder, wie er aussieht, weil es wird höchstwahrscheinlich der Kraken sein. Aber da könnte man so viel machen und viel mehr Hype, Neugier erzeugen, die Leute richtig heiß machen, dass jeder jeden Tag online geht und sich fragt, wann kommt endlich das Update? Ich will endlich, dass das Update kommt, so. Das machen die halt wirklich gar nicht. Bis auf diese Death Notes machen die wirklich gar nichts. Und die Death Notes sind fein. Also ich finde es gut, dass sie wenigstens das machen. Dass man jetzt nicht immer bis zum Tag vom Release warten muss, bis zu den tatsächlichen finalen Patch Notes, bis man mehr über das Update erfährt, finde ich gut. Aber vom Marketing her und so, von der Hype-Erstellung, Hype-Erzeugung, ist es halt katastrophal. Weil du tappst die ganze Zeit im Dunkeln, du hast absolut keine Ahnung, wann irgendwas kommt. Und dann, wenn sie es ankündigen, weißt du eigentlich eh schon alles und dann wartest du nur noch, bis es kommt. Aber das sagen sie dir natürlich nicht, wann es kommt. Also auch da tappst du dann eigentlich wieder im Dunkeln. Das könnte jeden Tag passieren oder auch noch 4 Wochen dauern. Bei New Horizon damals war es so, sie haben es angekündigt und literally 2 Tage später kam es. Und jetzt ist es so, sie haben es angekündigt und 2 Wochen später kam es immer noch nicht. Also du weißt es einfach nicht. Es könnte jeden Tag passieren oder halt auch, also schrecklich. Also, ich meine, kann man auch sagen, erzeugt irgendwo Neugier und sorgt irgendwie dafür, dass die Leute heiß aufs Update werden. Aber, naja. Ist jetzt sicherlich nicht der beste Weg. Könnte man bestimmt etwas besser gestalten.